Anpasskontrolle. Guten Tag. Ihren Reisepass, bitte? Guten Tag. Hier ist er. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich mache Urlaub und besuche Freunde. Wo werden Sie übernachten? In einem Hotel in der Innenstadt. Haben Sie ein Rückflugticket? Ja, hier ist die Bestätigung. Wie lange bleiben Sie im Land? Ich bleibe 10 Tage. Reisen Sie allein? Ja, ganz allein. Haben Sie etwas zu verzollen? Nein, ich habe nur persönliche Dinge. Ist das Ihre erste Reise nach Deutschland? Ja, meine erste Mal. Alles in Ordnung. Willkommen in Deutschland. Vielen Dank. Guten Aufenthalt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo ist mein Koffer? Entschuldigung, wo finde ich mein Gepäck? Welcher Flug war das? Flug LH 123 aus Berlin. Sie müssen zur Bandnummer 4. Vielen Dank. Ist das weit von hier? Nein, gehen Sie geradeaus und dann links. Ich suche einen großen blauen Koffer. Die Koffer kommen jetzt an. Ah, ich sehe viele Koffer. Warten Sie bitte, bis alle Koffer da sind. Mein Koffer ist nicht dabei. Sind Sie sicher? Ja, ich habe alles gesehen. Dann müssen Sie zum Schalter für verlorenes Gepäck. Wo ist dieser Schalter? Gleich hinter der Bandnummer. Danke für die Hilfe. Gern geschehen. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Gepäck verloren. Guten Tag. Ich möchte verlorenes Gepäck melden. Haben Sie Ihre Flugnummer?
Ja, es ist AB 456. Wie sieht Ihr Koffer aus? Er ist rot und sehr groß. Gibt es ein Namensschild daran? Ja, mit meinem Namen und meiner Adresse. Wohnen Sie in einem Hotel? Nein, bei Freunden in München. Ich brauche die Adresse und Telefonnummer von Ihren Freunden. Hier, das ist die Adresse. Wir schicken Ihnen den Koffer, sobald er gefunden wird. Wie lange dauert das ungefähr? Meistens 1 oder 2 Tage. Bekomme ich eine Bestätigung? Ja, hier ist Ihre Referenznummer. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Entschuldigung für die Unannehmlichkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Brauche eine SIM-Karte. Guten Tag. Ich möchte eine SIM-Karte kaufen. Für wie lange brauchen Sie sie? Für 2 Wochen. Wir haben ein Touristenpaket mit 10 Gigabyte. Wie viel kostet das Paket? 19,99 €. Ist das genug für 2 Wochen? Ja, das sollte reichen. Sie können auch anrufen. Kann ich die Karte hier aktivieren? Ja, ich mache das sofort für Sie. Das ist sehr gut. Ich brauche Ihren Reisepass zur Registrierung. Hier, bitte. Warten Sie kurz. Es dauert eine Minute. Wunderbar. Fertig. Ihr Handy funktioniert jetzt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Taxi bestellen. Entschuldigung, wo kann ich ein Taxi nehmen? Gehen Sie zum Ausgang A. Dort ist der Taxistand. Ist das weit zu Fuß? Nur 5 Minuten. Wie viel kostet die Fahrt ins Zentrum? Das kostet ungefähr 40 Euro. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Sie müssen es selbst am Taxistand nehmen. Sprechen die Fahrer Englisch? Die meisten sprechen etwas Englisch. Ich habe viel Gepäck. Das ist kein Problem für ein Taxi. Muss ich bar bezahlen? Sie können oft auch mit Karte zahlen. Fragen Sie den Fahrer. In Ordnung. Ich gehe zum Ausgang A. Gute Fahrt.
Danke. Auf Wiedersehen. Fährt hier ein Zug? Entschuldigung, wo fahren die Züge in die Stadt? Die Züge fahren im Untergeschoss. Wo kaufe ich ein Ticket? Am Automaten oder am Schalter. Wie viel kostet ein Ticket ins Zentrum? 4,20 €. Das ist ein Einzelticket. Muss ich umsteigen? Nein, der Zug fährt direkt zum Hauptbahnhof. Wie oft fährt der Zug? Alle 10 Minuten. Das ist gut. Und wie lange dauert die Fahrt? Ungefähr 20 Minuten. Ist der Zug schneller als das Taxi? Ja, wegen des Verkehrs ist der Zug oft schneller. Ich nehme den Zug. Danke für die Auskunft. Bitte schön. Viel Spaß in der Stadt. Danke. Auf Wiedersehen. Geld wechseln. Guten Tag. Ich möchte Dollar in Euro wechseln. Guten Tag. Wie viel möchten Sie wechseln? 500 $. Der aktuelle Wechselkurs ist 1:0,9. Ist die Gebühr im Kurs enthalten? Nein, wir nehmen 5 € Gebühr. Das ist akzeptabel. Bitte legen Sie das Geld hier hin. Hier sind die 500 $. Sie bekommen 445 €. Können Sie mir kleine Scheine geben? Ja, ich gebe Ihnen 2 Zwanziger und den Rest in Zehnern. Das ist perfekt. Dankeschön. Möchten Sie den Beleg? Ja, bitte. Hier ist der Beleg und Ihr Geld. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Danke. Auf Wiedersehen. Bis bald. Zollbestimmungen. Entschuldigung, wo finde ich den Zoll? Ich habe eine Frage zu den Regeln. Sprechen Sie mit dem Beamten in der grünen Uniform. Darf ich 2 Flaschen Wein einführen? Für den persönlichen Verbrauch ist das erlaubt. Wie ist das mit Medikamenten? Nur kleine Mengen für den eigenen Gebrauch. Ich habe nichts zu verzollen, aber ich bin unsicher. Gehen Sie durch den grünen Ausgang, nichts zu verzollen. Was passiert, wenn ich etwas falsch mache? Der Beamte kann Ihre Sachen kontrollieren. Danke für die Information. Kein Problem. Dankeschön. Bitte. Auf Wiedersehen.
Wo ist die Information? Entschuldigung, wo ist das Informationsbüro? Die Information ist im Hauptgebäude. Muss ich durch die Sicherheit gehen? Nein, es ist vor der Sicherheitskontrolle. Ich brauche einen Stadtplan. Den bekommen Sie dort. Haben Sie hier eine Karte von öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein, nur am Informationsschalter. Ist das Büro lange geöffnet? Bis 10 Uhr abends. Ich habe nur noch 20 Minuten Zeit. Sie müssen sich beeilen, um es noch zu schaffen. Gibt es einen kürzeren Weg dorthin? Nehmen Sie die Rolltreppe, dann sind Sie schneller. Perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen, viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Busticket kaufen. Guten Tag, ich möchte ein Busticket kaufen. Wohin möchten Sie fahren? Zum Zentralbahnhof. Das kostet 5 Euro. Nehmen Sie Kreditkarte? Nur Bargeld oder EC-Karte. Oh, ich habe nur 50 Euro. Ist das zu viel? Das ist in Ordnung. Ich habe Wechselgeld. Wann fährt der nächste Bus? In 7 Minuten. Er wartet am Ausgang C. Wo ist die Bushaltestelle genau? Direkt vor dem Ausgang C. Sie können ihn sehen. Muss ich das Ticket entwerten? Ja, sofort beim Einsteigen. Das ist wichtig. Hier sind die 50 Euro. Hier ist Ihr Ticket und 45 Euro Wechselgeld. Vielen Dank für die klare Erklärung. Gerne. Gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.